Test, Test. Oh, jetzt ist gerade schön windstill. Leute, willkommen in der Moped Factory. Wisst ihr eigentlich, was mich traurig macht? Wir bauen ja so gerne Mofas um. Alle haben zu ihrem Motorrad das passende Mofa. Der Paul hat seine Suzuki GN und unsere Coffee Racer GT. Der Jakob hat seine Yamaha DT und die Piaggio C. Und ich fahre hier meinen Husarberg Supermoto. Und ich habe kein Mofa dazu. Das wollen wir heute ändern, denn wir bauen das erste Supermoto Mofa. Glaube ich zumindest. Was kommt da für anderes in Frage als unsere Zündapp CS25? Jetzt kommt dieses coole. Ganz kurz, was haben wir vor? In diesem Video, wir werden die komplett fertigstellen. Der Unterschied zwischen den beiden, als erstes natürlich die Räder. Wir werden dicke Straßenreifen draufziehen, richtige Straßenschluppen. Dann als nächstes, was haben wir noch vor? Genau, das Ganze braucht natürlich ein härteres Fahrwerk. Das ist jetzt für die Rennstrecke im Gelände ausgelegt. Wir wollen ein härteres Fahrwerk einbauen. Aber als allererstes, denke ich, müssen wir sie mal putzen, denn vom letzten Rennen ist sie noch wirklich dreckig. Also wir fangen mit Putzen an, dann bauen wir sie um und dann kommt ganz viel Gefahr. Ja, wir haben uns mal wieder nach drinnen verdrückt, denn es hat ziemlich angefangen zu regnen. Wir werden jetzt als erstes alles mal sauber machen, denn vom letzten Rennen ist da noch echt viel Schmutz drauf. Dann holen wir die Räder raus und bauen die neuen Reifen drauf. Die haben wir euch ja schon gezeigt in einem vorherigen Video. Ich hole die gleich und der Hinterreifen ist echt breit. Ich weiß nicht, ob der in die Schwinge passt. Andere Stoßdämpfer drauf, damit es härter gefedert ist und dann geht es ab auf die Straße. Denn auch wir wollen einfach so schnell wie es geht damit fahren, denn ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Projekt. Leistung ist genug da, jetzt fehlen nur noch die richtigen Reifen und dann geht's los. Ich krieg doch nichts mehr lose hier. Kurzer Zwischenstand nur. Also der Paul hat sich mächtig ins Zeug gelegt und alles ausgebaut. Wir haben das Zeug sauber gemacht und machen gleich auch noch den Rahmen ein bisschen sauber und bauen das ein. Das aber kann euch egal sein, denn das Spannende, was wir nachher noch machen, das zeigen wir euch. Wir werden die Reifen tauschen. Vorne und hinten. Ich habe es euch ja eben gezeigt, welche Reifen wir dann nehmen. Und danach, wenn wir es zusammengebaut haben, bin ich echt mal gespannt, wie der Unterschied ist, denn ich kann es mir eigentlich noch nicht so wirklich vorstellen. Also vorne kleiner, hinten breiter. Es kann nur gut werden. Nachher kommt die Testfahrt. Ich würde sagen, keine Zeit verlieren, direkt weitermachen, damit wir hier ein bisschen mal ans Fahren kommen. Nächstes Update, Leute. Wie ihr seht, die Reifen sind verbaut. Was sagt ihr? Ich finde, es sieht schon echt nach Supermoto aus. Auf jeden Fall. Was haben wir jetzt weiter vor? Ganz wichtig, natürlich, wir bauen den Motor und so wieder ein. Aber das machen wir ganz schnell. Dann, wir wollen die Übersetzung ändern, denn es soll ja noch ein bisschen schneller laufen. Ne? Das hat jetzt noch die Mofa-Rennübersetzung, wo es 50 ungefähr mitläuft. Das soll für die Straße bzw. für den Asphalt schon noch deutlich schneller werden. Was haben wir noch vor? Wir wollten ja andere Stoßdämpfer verbauen. Wir haben diese hier noch zur Auswahl. Die sind ein bisschen länger als die. Was meint ihr? Welche würdet ihr verbauen? Die oder die? Die alten oder die neuen? Wir gucken mal. Wir bauen erst alles zusammen, denn die sind ein bisschen länger. Wissen wir noch nicht, ob das so gut funktioniert. Dann noch eine Sache. Wir haben ja jetzt vorne einen ziemlich kleinen
kleines Rad drin. Deshalb werden wir die Gabel noch ein bisschen durchschieben, damit wir einfach das Ganze wieder auf eine ähnliche Sitzposition bekommen. Ein bisschen ist noch zu tun, bevor wir sie zum Laufen bringen, aber das geht jetzt ganz schnell und jetzt kommen immer die schönen Veränderungen. Deshalb dranbleiben und ich würde sagen, wir machen weiter. Zwischenzähne? Ja. Wow. Es ist vollbracht. Wir sind fertig und haben jetzt auch die härteren, längeren Stoßdämpfer reingebaut. Ich weiß, das Rot passt jetzt nicht so gut dazu, aber wir haben sie leider nur in der Farbe. Ich würde sagen, wir holen die hier mal vom Tisch runter, gehen raus und dann testen wir das Ganze mal, denn ich bin echt gespannt, wie die läuft, wie schnell die jetzt ist. Probieren wir alles aus. Also jetzt wird nur noch gefahren und was sonst noch kommt. Also dranbleiben. CS ist ausgeparkt und ich würde sagen bereit für den ersten Testlauf. Aber ganz wichtig vorher, wir haben ja noch die Aufkleber auf den Reifen, die müssen wir noch runterholen. Das machen wir jetzt, der offizielle Moped Factory Mofa Test und dann wird gefahren. Zurück von unserer ausgiebigen Testfahrt und dem Moped Factory Mofa Test. Man sieht, das Wetter ist sehr ungeeignet für Supermoto-Umbauten, denn es ist sehr matschig und hat eben noch geregnet. Also die falsche Jahreszeit eigentlich, aber wenn man sich so ein Projekt in den Kopf setzt, dann will man das natürlich auch umsetzen. Ne? Ihr kennt das vielleicht, wir hatten die Idee und jetzt haben wir es umgebaut. Was sagt ihr zu unserem Umbau? Kommt das in etwa hin?
Wir haben schon ein paar Sachen festgestellt, die wir vielleicht noch anders machen würden. Wir bringen das Ganze gleich mal wieder in die Werkstatt, da gucken wir uns das mal von Namen an, was wir noch so besser machen können, denn wir haben noch ein paar ganz coole Ideen, die wir anders machen können. Vielleicht auch ein paar Tipps für Leute, die das selber umbauen möchten. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, dass ich jetzt auch endlich mein passendes Mofa zu meinem Motorrad habe. Vielleicht machen wir das Ganze im Sommer noch mal ein bisschen optimierter und dann auch auf trockener Fahrbahn, denn dann kann man auch ein ganzes Stück schneller fahren. Kurzes Update: nach dem Sturz ist nichts passiert. Also dem Mofa geht's gut, Paul weiß ich jetzt nicht, aber Hauptsache die CS ist gut. Ich würde sagen, wir packen unsere Sachen, gehen in die Werkstatt, machen die nochmal sauber und dann gucken wir uns nochmal von Namen an. Zurück in unserer geliebten Moped Factory Werkstatt. Ich fasse noch mal ein bisschen zusammen und wir gucken zusammen mal, was man hier noch besser machen könnte. Obwohl wir eigentlich schon sehr zufrieden sind. Der Paul erzählt euch gleich mal, wie sich das Ding fährt, denn der ist ja eben gefahren und ich wette, der hat einiges zu berichten. Ihr habt ja gesehen, er hat auch einen oder anderen Sturz dabei, denn es war wirklich sehr matschig und nass. Aber gut, kommen wir mal zu der CS an sich. Was würden wir jetzt noch besser machen? Ich hatte ja schon gesagt, ein kleineres Hinterrad. Zum einen optisch sieht es, glaube ich, besser aus und dann könnte man es vielleicht auch noch ein bisschen breiter machen, denn hier ist schon noch ein bisschen Platz in der Schwinge. Dann als nächstes ein bisschen kürzer übersetzen vielleicht, denn sie ist jetzt wirklich sehr lang übersetzt. Keine Ahnung, wir können ja mal gucken, wie schnell sie gefahren ist, aber ich schätze so 60, 70 vielleicht. So schnell musste dann auch nicht fahren. Dann Abstimmung war auch nicht perfekt. Eigentlich haben wir nämlich über dem Luftfilter noch so ein Netz drüber, damit es noch weniger Staub reinkommt. Das haben wir jetzt weggelassen. Deshalb müssten wir wahrscheinlich eine größere Düse einbauen. Das sind so die Sachen, die wir anders machen würden. Was würdet ihr denn machen? Wenn das jetzt euer Supermoto Mofa wäre, was würdet ihr noch ändern? Habt ihr noch Ideen, Tipps für uns? Denn im Sommer oder im Frühling, wenn es trocken ist, würden wir daran gern weiterarbeiten. Solange die Mofa-Rennsaison noch nicht dran ist, können wir die Reifen ruhig drauf lassen, die Räder. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr daran noch ändern würdet und dann gucken wir mal, vielleicht können wir davon ja ein paar Sachen umsetzen. Und der Paul erzählt euch jetzt nochmal, wie sich so ein Ding fährt und was er da vielleicht noch verbessern kann. Ja, ich gebe jetzt auch mal mein Fazit zu unserem Umbau. Also ich muss sagen, mit den Reifen, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Man merkt auch, dass der Hinterreifen schön breit ist, also es lässt sich echt gut fahren. Auch in den Kurven geht es gut. Das Einzige war jetzt halt das Wetter, also das hat dann ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von der Leistung auch super. Ich meine, das wussten wir ja vorher, dass die von der Leistung ganz gut aufgestellt ist. Das Einzige, was ich halt jetzt so noch gemerkt habe, was nicht so gut ist, ist die Sitzposition. Man sitzt sehr weit vorne. Das hat man auch in den Kurven gemerkt. Dadurch war auch dieser Sturz bedingt, oder man hat es in den Kurven immer gemerkt, dass die hinten schnell wegrutscht, weil man zu weit vorne auf dem Vorderrad sitzt, da zu viel Belastung drauf hat. Und das trotz der langen Übersetzung. Und die lange Übersetzung ist vielleicht sogar ein bisschen zu lang. Also jetzt bei dem Wetter fand ich es ein bisschen zu lang. Wenn es trocken ist, müssen wir mal gucken, aber vielleicht kann man die dann noch ein bisschen kürzer übersetzen, damit man noch ein bisschen mehr Power hat. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Sommer, wenn wir die mal im Trockenen fahren können. Und ich gebe jetzt mal wieder an den Franz ab, der hat bestimmt noch ein paar warme Worte für euch. Ja Leute, das war unser Zündapp CS25 Supermoto Umbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir damit, wenn es ein bisschen trockener draußen ist, weitermachen. Jetzt, wir hatten Angst, dass es anfängt zu schneien, deshalb wollten wir das auch mal hinter uns bringen. Das war übrigens unser 10.000 Abonnenten-Special. Falls da irgendwann mal jemand sagt, uns auf die Finger klopft, dass wir sowas mal machen müssen, das zählt als Special. Ansonsten würde ich sagen, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, Glöckchen schön anklicken. Hier ist das nächste Video, da kannst du weiter gucken. Und unseren Blog sollst du auch besuchen, da ist auch unser Shop verlinkt, mopedfactory.de/shop. Ich wünsche euch viel Spaß, fahrt Mofa, bis zum nächsten Mal.